Hallo und herzlich willkommen alle Zuschauer. Heute möchte ich gern ein Medaillon in Marmor hineinarbeiten. Und zwar ist das ein Ordinario Carrara Marmor. Also Ordinario steht einfach für den gewöhnlichen Marmor. Das Ganze habe ich eben extra so ausgewählt, weil dieser Marmor erscheint so ein bisschen gräulich und hat auch so einen kalten Farbton. Und wenn der dann über die Jahre weiter verwittern wird, dann ist er schon mal ein bisschen gräulich, lässt sich aber super bearbeiten und auch ganz fein ausarbeiten, weil wir eben auch von so einem kleinen Stück nur reden mit einem Durchmesser von gerade mal 35 Zentimeter. Aber das ist auch eine ganz klassische Arbeit, die es auch früher oft gegeben hat und sowas, und das kann man auch heute noch toll einsetzen. Wenn man auch sagt, man findet hier irgendwie Anregungen von dem, was ich zeige, könnte man das in eine schöne Eichenbohle reinarbeiten und auch draußen aufstellen oder in einem Haus als Einzelstück aus Holz, Bronze oder eben auch in diesen Marmor, den ich gleich nochmal in die Kamera hieven werde. Muss ich natürlich aufpassen, dass ich ihn nicht runterschmeiße. Aber hier ist das gute Stück und sieht also sehr schön leuchtend aus. Diese gräulichen Sachen sieht man jetzt hier natürlich nicht so super, weil das Licht auch sehr stark strahlt. Man sieht auch sofort den Nachteil, dass man eben die Schrift schlecht lesen kann. Das hängt natürlich immer mit dem Lichteinfall zusammen. Für mich ist es aber sehr gut ausreichend, wenn ich das jetzt in dem Innenraum hätte. Also für mich privat würde ich das so lassen. Wenn jetzt ein Fachmann sagt, er tut mit einer Schriftfarbe entsprechend das noch professionell fassen. Wenn jetzt Steinmetze da viel Erfahrung haben, würden sie das wahrscheinlich noch irgendwie vergolden oder entsprechend highlighten, dass man das immer super lesen kann. Aber mir geht es hier um die Bildhauerarbeit einmal und das möchte ich gern zeigen. Wenn ich das jetzt hier mal vorsichtig rumdrehe, sieht man, dass ich da also wirklich sehr flach bin. Der Stein ist nur 7,2 Zentimeter dick. Also man sieht aber ganz toll, wenn ich richtig rumdrehe, dass hier ganz gute plastische Bezüge entstehen, und das möchte ich einfach mal ein bisschen herausarbeiten. Ich werde das auch weiterhin kommentieren, den Arbeitsprozess, und dann kann man sich das angucken, dass das also von der Seite gesehen wirklich ziemlich flach ist. Natürlich habe ich auch hier noch einen Rand, der auch recht breit ist, das auch ein bisschen Schutz bietet und das dann auch tiefer liegt nochmal, aber man kann eben da wirklich massive plastische Bezüge erzielen und das Ganze eben auch immer schön aufzeichnen, nach Vorlagen, Schablonen, gar nach Bildern arbeiten. Für die eigene Arbeit ist es natürlich grandios und da kann man natürlich auch viel rausholen mit einfachen Mitteln, und das wirkt dann immer recht gut, auch in flachen Reliefs schon, dass sie dann schöne plastische Bezüge erzeugen. Gut. Dann kann ich mir jetzt das Fitnessstudio ersparen, das ja sowieso geschlossen hat. Nee, Spaß beiseite. Aber jetzt auch viel Spaß beim Zuschauen in diesem Video. So, Freunde der Bildhauerei und Freunde des Bildhau. Mich hat hier ein schönes Paket ereilt von der Firma Bildhau. Und was ist da Schönes drin? Ein Ordinario Carrara Marmor ist da drin und ich darf da jetzt mal reingucken. Bin ganz gespannt, wie das aussehen wird. Denn diesen gewöhnlichen, so heißt das ja übersetzt, Marmor, habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Daraus soll ein schönes Medaillon werden. Das wird bestimmt eine ganz tolle Sache. Das hier wird also die Hauptansichtsseite sein. Vermute ich mal. Dann muss ich das hier noch rund schneiden. Schneide ich das schön rund und dann schleife ich die Außenseite mit dem Bandschleifer nochmal glatt, dass es schön genau wird. 35 cm. Das ist eine ganz leichte gräuliche Musterung. Ich reiße mir nun also hier das Kreuz auf, weil die Steine von Bildhau und generell meistens sehr gut und rechtwinklig gesägt sind. Da kann ich mir also genau den Mittelpunkt anreißen, habe da ganz vorsichtig reingebohrt mit einem sehr dünnen Bohrer, also nur ganz, ganz flach, und zeichne dann mit meinem Zirkel auf, überprüfe das nochmal mit dem Modell. Das ist also extra so gemacht, dass es die gleiche Größe natürlich haben soll.
Den Stein habe ich auch extra so zuschneiden lassen direkt. Kann man natürlich auch woanders kaufen und sich zuschneiden und macht das dann auf der anderen Seite. Und daher, der ja gut zugesägt ist, kann ich eben auch hier dem Maß schon mal vertrauen. Nehme dann hier diese große Flex mit den 260er Scheiben und schneide jetzt eben gleich einmal nahezu dem Kreis, also folgend nach. Und da tue ich also jetzt einmal von der Rückseite einschneiden, drehe das rum, mache auch die gegenüberliegende Seite. Ich zwinge das halt so ein bisschen fest, falls ich die Flex mal verkanten sollte, dass ich da eben sicher bin, dass mir nichts passiert oder irgendwie das Werkstück unschön runterfällt. Ja, schneide da so bis kurz vor die Hälfte in der dicken Stärke runter, drehe das dann rum, eben auf die andere Seite, und das habe ich gemacht, dass ich hier wirklich eine Sicherheit habe, wenn das jetzt abfällt, dass da eben nichts wegplatzt. Ja, wenn ich einfach so grob durchsägen würde, könnte das eben wegplatzen mit meiner freihändig geführten Flex. Wenn man eine richtig gut geführte Säge hat, kann man das sicherlich auch anders durchsägen, aber so kann ich das eben für mit meinen Mitteln hier gut abschneiden. Und das halt einmal umlaufend gemacht. Mit dem Zirkel kann man natürlich das wunderbar aufzeichnen. Ich hätte auch eine Schablone nehmen können. Also ich hatte ja diese gedrechselte Sperrholzvorlage. Das geht natürlich auch. Da kann man auch Ellipsen oder wie auch immer. Ein Medaillon kann ja auch eine ovale Form haben. Jetzt habe ich das mit dieser Schraubzwinge dort auf diesen noch vorhandenen Flächen eben aufgespannt. Unten liegt noch diese Pappe, dass mir dort die Ecken nicht wegplatzen, dass ich da so ein bisschen was Weiches habe noch als Unterlage, so eine kleine Federung. Und tue jetzt mit einer Diamantscheibe in der Flex eingespannt eben mich nahezu an die beiden parallelen Linien, also links und rechts habe ich ja den Bleistiftstrich noch. Kann ich auch wiederholen, daher ich den Mittelpunkt ja vertieft habe. Und jetzt bereite ich hier schon mal vor, weil da war ich noch sehr optimistisch, dass ich das mit dem Bandschleifer alles wegbekomme. Das ist der Schnitzwinkel, da mache ich den Bandschleifer hier so ran, ja, dass der mit seinem Band zum Tisch hin zeigt. Und dort will ich jetzt dieses Medaillon immer ringsherum drehen. Und das war nun doch ein bisschen zu viel Material noch. Jetzt habe ich das einfach so hingelegt, der hält ja auch recht gut, Steine sind ja immer recht träge und dann kann man die auch so bearbeiten. Drehe das einmal ein bisschen rum mit den beiden Händen, kann ich das natürlich immer schön rumdrehen und tue hier mit dieser ganz einfachen Diamantscheibe, das war keine ganz, ganz billige, sondern ich habe schon so ein bisschen Qualitätsscheibe genommen. Ich merke auch sofort den Unterschied, ich habe noch eine ganz billige aus dem Baumarkt und noch eine, die ich extra gekauft habe, also die von dem Qualitätshersteller geht auf jeden Fall besser. Und wenn man sich was Gutes tun will, nehmen wir eine Flanschscheibe, sprich die noch ein bisschen längeren Flansch hat, wo das Gewinde drin sitzt, dass sie unten immer plan ist, ja, also kann ich sie dann voll auf die Fläche auflegen. So, jetzt habe ich ein 60er Band genommen, ein 40er wäre hier natürlich auch wunderbar gewesen. Und das führe ich jetzt immer dort an diesen Bandschleifer ran. Ich habe natürlich das Ganze auf Rechtwinkligkeit überprüft. Ganz zum Schluss war der rechte Winkel nicht 100%, aber so, also eine ganz kleine Abweichung habe ich reinbekommen. Mit dem 60er Band kann ich hier die groben Sachen wegschleifen. Ich musste recht geduldig sein, in dem Video sieht man das hier nicht. Ich habe da, weiß ich nicht, eine halbe Stunde muss man sich schon mal irgendwie Zeit nehmen. Und jetzt wechsle ich eben das Band. Jetzt habe ich alles grobe einmal durchgeschliffen und bin nahezu auf Maß. Und das ist jetzt eher so ein Feinschliff, 120er. Und das lasse ich dann auch so, weil das ist ja die Außenseite. Das poliere ich nicht. Das bleibt so. Wenn man zu doll drückt, dann zerreißt das Band. Da hatte ich noch ein altes. Ich dachte, das geht noch eine Weile. Das war aber schon lange in Gebrauch für Holz. Das ist mir zerrissen und jetzt hat es geklappt. Ja. Also ich habe das wirklich sehr schön exakt dem Kreisbogen entsprechend schleifen können. Das hat mich auch sehr gefreut, dass das ging. Das ist ein bisschen anstrengend für den Rücken. Muss man da vielleicht ein bisschen aufpassen in Zukunft. Finde ich da vielleicht noch eine bessere Lösung. Ich habe auch überall gesucht, ob mir jemand das rund schneidet, aber da war niemand.
der das einfach so gemacht hätte. So, nun soll das ja eingespannt werden und ich möchte jetzt so eine Art Spannzange, die kennt man ja aus dem Metallbereich, für das, ja aus Holz für den Stein bauen. Jetzt zeichnet er eben diesen Stein auf, habe das mit der Bandsäge ausgesägt, auch für das Gipsmodell, und da klebe ich Sandpapier drauf. Ja. Kleben, dass es nicht verrutscht, und das Sandpapier zum Gips hin bzw. zum Stein hin, schraube dort die erste Seite auf, dann tue ich oben die beiden schön fest einspannen und das wird jetzt mit der Schraubzwinge festgezogen. Das ist so ausgesägt, ja, dass es nicht genau auf die Rundung passt, sondern dass man es so ein bisschen zusammendrücken kann, ja. Und die Spalte in der Mitte, die beiden Stücke sind auch ein bisschen kleiner, dass ich ein bisschen Luft habe und durch diese Luft kann ich das mit der Schraubzwinge zusammenziehen und dadurch wird das Werkstück bzw. das Modell eingespannt. Also jetzt wieder hier Schleifpapier aufkleben. Das ist feines Schleifpapier, dass ich mir auch keine Riefen oder Schatten reinhaue. 280er Schleifpapier für Holz. Schön aufgespannt mit der Schraubzwinge. Da habe ich einen richtigen Druck bekommen, habe ich gemerkt. Also, dass das richtig schön drückt. Und das ist so MDF. Und jetzt mache ich hier die Probe. Ich kann das nicht verschieben. Ja, das hält wie Bombe, also bombenfest. Man muss lediglich darauf achten, dass es richtig unten auf der Platte sitzt. Das ist so ein Abfall von der Küchenarbeitsplatte. Und jetzt hier so ein bisschen die Spezialsache, mein Punktiergerät. Also das ist natürlich für die Fachleute ideal zum Arbeiten. Dass das Ganze jetzt immer an der richtigen Stelle sitzt, tue ich an beiden, am Modell und am Werkstück entsprechend die Punkte mir einrichten, wo das eingehangen wird. Ja, da oben habe ich so ein Stück aus Buche gemacht, da unten reiße ich jetzt die Punkte nochmal genau an. Da habe ich natürlich alles vorher genau abgemessen. Da habe ich Schrauben reingedreht, dass dort die Spitzen der Haltestifte eingreifen können. So, jetzt wird hier die Höhe abgesetzt, ja, von diesem Rand. Da habe ich einfach einen Winkel genommen. Das ist etwas mehr als das richtige Maß. Und da schneide ich direkt auf den Strich, weil das für mich am einfachsten zu führen ist, dann mit der Flex. Ja, da habe ich einfach ein Stück Metall genommen von dem Winkel, das so ringsherum angerissen, führe die Flex hier ringsherum mit meiner schönen, ordentlichen Diamantscheibe. Die ist auch sehr schön dünn und schmal und passt da gut. Kann man sehr schön mitschneiden, auch so mit dieser kleinen handlichen Flex natürlich. Wenn man jetzt freie Schnitte macht, das ist ja hier durch dieses Holz unten schon ein bisschen, ja, komme ich nicht mehr so richtig gut ran. Könnte man auch eine Absaugvorrichtung ranmachen. Habe ich mir auch noch eine besorgt. Und jetzt oben nochmal das Ganze aufgerissen mit dem Zirkel. Ich habe ja meinen Mittelpunkt natürlich noch. Den werde ich auch eine ganze Weile noch erhalten. Schneide da immer schön rein. Man kann das auch so ein bisschen in die Kurve hineinzwängen. Den Schnitt der Flex, das geht. Also da wird der Schnitt halt etwas breiter. Aber man kommt rum und siehe da, der Marmor ist sehr stabil. Man sieht, dass das ganze Ding noch ganz geblieben ist. Und das werde ich irgendwie vielleicht noch für was anderes Schönes verwursten. Mal sehen, ob mir noch was einfällt. Ja, und hier den Schnitzbock, den habe ich ja mal vor 1-2 Jahren gebaut. Mit dieser Klappfunktion. Also das ist wirklich Gold wert. Und da war ich jetzt sehr glücklich, dass ich es habe. Weil das dankt einem natürlich der Rücken. Und also ich muss auch sagen, ich komme sonst gar nicht richtig zurecht, dass ich das gar nicht richtig sehe. Wenn ich das jetzt liegend bearbeiten müsste, da würde ich, ja, wäre für mich einfach nicht der ideale Arbeitsweg. Ich tue das mit der Flex so ein bisschen abrunden. Ja, diese Ecke schon mal, man kann auch noch wesentlich mehr mit der Flex wegschruppen, aber dann hat man immer den blöden Staub. Also beginne ich jetzt hier mit meinem kleinen Drucklufthammer zunächst einmal ein paar Punkte zu setzen und dann bin ich auf den blauen hier umgeschwenkt, weil der noch eine bisschen höhere Schlagfrequenz hat und der Materialabtrag etwas besser ist. Aber am Anfang nehme ich immer erstmal den grünen, um wieder so ein Gefühl für den Stein zu bekommen, dass man auch so sich daran gewöhnt, ja, an die Maschine, die Druckluft, ja, wie das Material sozusagen reißt oder wie das wegplatzt und so. Da muss man halt ein bisschen Gefühl auch dafür bekommen. Am Anfang würde ich nicht sofort mit so einem Drucklufthammer einsteigen, sondern mir das mit Handmeißeln erstmal einüben. Das funktioniert also folgendermaßen, dass ich erstmal mit dem Spitzeisen ein bisschen Material abtrage. Dann habe ich das Zahneisen genommen,
Dann nehme ich ein gerades Schlageisen, glätte die Fläche und dann nehme ich mit Hand, arbeite ich halt ganz vorsichtig die Punktierpfanne ein, so nennt man das. Also eine Punktierpfanne, da haue ich dann mit einem rundlichen Beizeisen so eine ganz kleine Vertiefung rein, weil die nach allen Seiten hin offen ist, ja, und ich mir damit nicht die Form verletzen kann, sondern ich kann damit diesen Punkt wirklich sehr sensibel an der Oberfläche platzieren, ja. Und den tue ich dann ganz vorsichtig noch am tiefsten Punkt, wo die Nadel hin zeigt, eben so ein bisschen einbohren und dann markieren mit einem Stift. Da gibt es auch noch spezielle Steinhauer-Stifte dafür. Ich habe immer nur einen Bleistift genommen. Ist aber sehr gut sichtbar hier im weißen Stein natürlich. Ich konnte alle Punkte bis zum Schluss also makellos erkennen. Erst wenn man sie dann wirklich wegschleift, sind sie nicht mehr sichtbar. Da muss man aber aufpassen, dass man nicht zu tief reinhaut, wenn man wirklich punktiert, ja, weil man den Marmor ja blind schlagen kann. Der ist ja kristallin, vollkristallines Material. Also metamorphes Gestein und also er ist halt kristallin, dadurch kann man ihn auch so schön polieren und hat eine tolle Oberfläche. Das heißt, da muss man immer vorsichtig sein, weil der Punkt, der mir die Form angibt, also dafür setzt man ja die Punkte, die sind ja formgebend oder sollen es sein, dass man damit nicht die Oberfläche verletzt, ja, dass man da nicht das Spitzeisen direkt reinhaut, weil man halt sehr nah am Endergebnis ist. Ja, mit Zirkel und so kann ich ja natürlich immer wunderbar arbeiten. Mit diesem Zirkel, da habe ich mir nochmal einen ordentlichen besorgt. Ich hatte erst so einen Holzzirkel, also damit konnte ich auch schon sehr viel machen und der ist natürlich auch kreisrund, aber der Metallzirkel hat immer an der Seite noch so eine Öse oder so ein Stück Rohr, wo man auch einen Stift wirklich einspannen kann. Also das ist sehr komfortabel. Das habe ich jetzt genossen und der kostet nur 12 Euro, also nur, aber jetzt nochmal die richtige Höhe abtragen. Da habe ich also wieder ein Stück Metall entsprechend gefunden. In diesem Fall war das ein Meißel, der genau hier das richtige Maß hatte. Zeichne dort nochmal an und tue jetzt mit dieser Diamantscheibe einfach nochmal runterdrücken. Und da tue ich halt sehr gewissenhaft genau arbeiten. Da habe ich mir auch ein bisschen Zeit genommen dafür. Halt sehr vorsichtig, dass man keine schludrigen Fehler reinschleift. Da muss man halt natürlich sehr aufpassen. Und wenn man eine Flanzscheibe hat, kann man auch das sehr toll genau flexen. Ja. Also wenn man über Flex geübt ist, kann man natürlich hier sehr, sehr viel machen. Also mit dem Staub ist natürlich immer blöd. Ich setze dann eine Staubschutzmaske auf, also eine sehr gute, weil das einfach sehr belastend ist, dass man zu viel Staub in der Luft hat. Entweder man muss dann immer konsequent rausgehen oder man hat eine sehr teure Absauganlage oder man tut halt nicht flexen. Man kann natürlich auch alles mit den herkömmlichen Eisen hauen, aber auch aus Italien, die Steinmetze dort, Steinbildhauer in Carrara, da wird ja auch noch sehr viel gearbeitet. Die tun auch extrem viel mit der Flex machen, weil das lässt sich halt auch sehr gut schneiden, dieses Material. Da ist man dann auch noch um einiges zügiger. Man sagt so, wenn man die Drucklufthämmer benutzt, ist man ungefähr doppelt so schnell als wie von Hand. Und wenn ich die Flex dann noch zusätzlich nehme, kann ich natürlich, wenn ich viel Erfahrung habe und das Material und alles gut kenne, auch sehr zügig unterwegs sein. Und bei freien Formen ist es natürlich ratsam, da auch Maschinen und Technik einzusetzen. Ja, ich arbeite aber auch sehr gerne mit diesen Hämmern, weil das ist halt sehr flexibel und ich arbeite durchaus noch traditionell, ja, also das sind die gleichen Werkzeuge, die ich auch für Hand nehmen kann. Und hier in diesem Marmor, da habe ich ja eben auch Hartmetalleinsätze in den Werkzeugen und das Schöne ist, man muss die so gut wie nicht nachschleifen, also insbesondere bei den ersten Schritten, beim Spitzen, beim Zahnen und bei den Schlageisen, um die Form auszumodellieren. Es geht halt hier sehr schön, weil ich das immer multiflexibel drehen kann. Ich komme in viele kleine Ecken rein, ja, also das mag ich doch sehr und deshalb nehme ich auch gerne diese Hämmer und ich würde das jetzt nicht alles wegschleifen, weil
Da entsteht nämlich auch nicht ganz so viel Staub. Das sind dann mehr so feine Krümel und Körner, die entstehen und ein bisschen weniger Staub. Mit der Flex habe ich natürlich ganz, ganz viel Staub, auch ganz feinen Staub bis im Nanopartikelbereich oder Nanometerpartikelbereich, der also auch für die Lunge problematisch sein kann. Ja. Und insbesondere wenn das Sandstein oder Granit ist natürlich sofort Silikosegefahr gegeben. Auch beim Hauen schon, weil die Oberflächenstruktur dieser Staubkörner ganz viele kleine Häkchen aufweist, wenn man das unter dem Mikroskop anguckt, bis in das kleinste Nanometer Staubkörnchen hinein hat das so eine Hakenstruktur und kann eben die Lunge stark gefährden. Deshalb sollte man dann immer Staubmasken verwenden. Jetzt sieht man hier die Punktierpfanne, die ich da gesetzt habe, und das sind eben die Punkte, die ich am Modell abnehme, ja, mit dem Punktiergerät. Das sind einfach 3 Gelenke, der Punktierarm. Damit kann ich alle Punkte erreichen, kann ich auch Reliefe und natürlich Vollplastiken punktieren. Also die Punkte sind formgebend, man sieht oben formgebend, man sieht oben die Augenbraue, ja, da habe ich zum Beispiel Punkte gesetzt, also höchste Punkte, ja. Und manche Formschrägen, die habe ich hier so im Gefühl, also ich setze nicht überall einen Punkt, ja, man kann das natürlich völlig übertreiben, dann dauert es sehr lange, also da würde ich nicht überall einen Punkt setzen, aber das war für mich hier einfach jetzt das Richtige, weil ich das dann immer sehr genau hinbekomme, also arbeitet schon sehr genau, ja, da kann man sich auch auf das Gerät verlassen, und wenn man so ein bisschen das mal trainiert hat, also man sollte schon 1, 2 Arbeiten gemacht haben, wenn man sich dann an sowas rantraut, an so einen Auftrag meinetwegen. Ja, man sieht im Mundwinkel, da habe ich einen Punkt gesetzt, und vorne an der Lippenhöhe, praktisch wo der höchste Punkt ist, auch nochmal. Aber die Formschräge, die tue ich so vom Modell auch ablesen. Das kann man sehr schön auch eigentlich immer übertragen, dann solche Schrägen und Rundungen, Kurven kriegt man fast identisch hin. Wenn man ein paar Punkte hat, ja, kann man da sehr viel mitmachen. Und das Schöne ist, man kann natürlich auch blind sich ranarbeiten, ja. Also ich habe die Silhouette überhaupt nicht beachten müssen am Anfang, sondern ich kann sofort in das Material reingehen. Da hat man ja am Anfang auch gesehen, es war vielleicht ein bisschen wüst. Ich sehe aber alles, ja, durch meine Punkte, die mir Orientierung geben und die ich dann sukzessive verfolge und ihnen Form gebe. Am Anfang sollte man sie aber nicht sofort zusammenziehen, ja. Die Punkte haben eigentlich den Sinn, dass man 3 höchste Stellen sucht und diese miteinander zu einer Fläche verbindet, ja, über dem kompletten Stein eigentlich. So ist es dann richtig, dass ich also komplett eine Fläche schaffe mit diesen 3 Punkten und dann die nächste Fläche und so weiter, ja, und mich auf diese Weise wie in so einer kubistischen, abstrakten Plastik dann an die eigentliche Form heranarbeite mit sozusagen auch Hilfsflächen. Das wäre natürlich auch sehr steinmetzgemäß, weil da ja auch so gearbeitet wird. Zu einer Rundung kommt man eben durch verschiedene Flächen. Ja, mit diesem Schleifer lässt sich manchmal auch sehr hervorragend arbeiten, was ich so schnell mit dem Hammer nicht hinbekomme. Dieser Hammer hier, der hat ein paar weniger Schläge pro Minute, also so ungefähr 4000. Der andere hat etwa 6200, glaube ich sogar, oder 6100. Und der hier hat auch noch den Vorteil, der hat so ein Rohrschieberventil. Das bedeutet, das ist eine Zwangssteuerung und hat eine Schlaganlaufsteuerung. Also wenn ich an sensiblen Ecken oder so den Schlag ansetzen, einlaufen lassen möchte, kann ich das mit diesem grünen F&K Hammer, also F&K steht für fröhlich und Klüpfel. Da kann man solche Werkzeuge kaufen. Das muss aber aufs Hundertstel genau gefertigt sein, das Innenleben dieses Hämmerchen, und deshalb sind die sehr teuer. Also manche Hämmer bekommt man ja so für 25 € oder so von irgendwelchen Billigherstellern, aber diese hier sind also sehr hochwertig und teuer. Genau. Und jetzt arbeite ich eben hier fast mit so einer 3-Punkte-Technik, aber das ist
schon etwas gebogen. Also da arbeite ich jetzt auch viel mit Formgefühl. Da muss man natürlich so ein bisschen eine Erfahrung haben. Und in diesem Bereich so Übergang Auge-Nase, das ist immer ein bisschen schwierig. Da habe ich dieses kleine Eisen für die Punktierpfannen genommen, weil das vorne eine Rundung hat. Da kann ich mich ganz sensibel mit Hand dann auch ranarbeiten. Mit dem weichen Klüpfel, da muss ich vorsichtig schlagen natürlich, also nicht zu viel Material nehmen, dass das nicht bauert. Also ein Bauer wäre eben, wenn jetzt ungewollt da Stein wegplatzt. Schön ist natürlich durch die Schlagfrequenz, dass ich so gewisse Schläge auch ein bisschen ziehen kann. Ja? Also wenn ich so das Ganze quer ziehe, dann muss ich natürlich aufpassen, dass mir die Ecke nicht wegfliegt. Aber ich will hier keine super scharfe Ecke haben, sondern so eine leicht rundlich auslaufende Linie eigentlich bei den Haaren, die auch vom Schlag her noch so ein bisschen sichtbar sein darf oder so ein bisschen rau sein darf in der Tiefe. Ja, dadurch kriege ich auch schön Kontrast dann, dass die Haare etwas offener wirken, also mehr, dass man mehr ins Material reingucken kann. Und wenn man die Höhen dann ein bisschen anschleift, kriegt man dann auch nochmal wie einen Effekt hin. Das mache ich jetzt auch nochmal ein bisschen genauer mit diesem Klüpfel hier. Wenn man jetzt wirklich die Linien verfolgen will, müsste man genau andersrum schlagen, immer so, wie ich jetzt arbeite, die Linie so verfolgen, ja, wie man das auch bei der Schrift macht. Aber um bestimmte Sachen nochmal rauszubekommen und so eine ganz leichte Rundung zu schaffen, habe ich auch immer von oben geschlagen. Das geht natürlich auch. Da muss man nur aufpassen, dass man die gegenüberliegende Ecke nicht wegplatzt. Der Schleifer hilft dann, wenn ich sozusagen das Schlageisen hatte, also sprich das einfach nur dieses gerade Bildhauereisen, wenn ich damit die Form ausgearbeitet habe, dass ich damit nochmal so ein bisschen schön nachschleifen kann, das auch plastisch machen kann. Also damit kann man toll rundlich arbeiten, ja, so kleine sensible Formen oder auch hier das Auge rausholen, weil wenn ich da jetzt haue, könnte ich ja Gefahr laufen, dass mir da eine Ecke wegplatzt. Also muss nicht sein, man kann natürlich auch sehr genau hauen, wie das bei Schrift ja auch der Fall ist, was ich dann auch noch machen werde. Aber mit dem Schleifer kann ich eben auch gleich nochmal hier oben diese überliegende Wulst, also die über dem Oberlid liegt, noch so ein bisschen rundlich ausarbeiten. Man muss es nacharbeiten, weil so ganz kleine Kratzer eben doch noch durch die Fräser entstehen. Aber damit lässt sich auch schön arbeiten und wenn ich so ein bisschen in den Eckbereichen arbeite und das über die ganze Form ziehe, kann ich natürlich auch vorne mit der Spitze das Auge ausmodellieren. Ja, sieht man jetzt hier. Das geht also dann auch recht zügig, dass ich da schnell hintereinander wegarbeiten kann. Und in dieser letzten feinen Modellation, also ist das so wie so ein Modellierholz irgendwie. Man soll es natürlich nicht übertreiben, also ist natürlich besser, wenn man mit den Werkzeugen arbeiten kann. Aber es hilft ungemein, ja, wenn man es kombiniert miteinander. Also es hat mir da immer jetzt sehr geholfen. Dieses Werkzeug im Holz ist es nicht so wundervoll wie hier in diesem Stein, weil im Holz ist halt manchmal ganz zäh und also lässt sich dann überhaupt nicht so schön schleifen. Aber diese Fräser, die sind auch nicht wahnsinnig teuer und damit kann man alle möglichen Materialien auch schleifen. Aber der Marmor hier geht natürlich am besten. Und daher ich diese Hartmetallwerkzeuge ja hier auch kaum nachschärfen muss, merke ich das auch bei den Fräsern, dass die werden nicht besser, aber sie werden auch nicht richtig stumpf. Also die haben ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch sind sehr gut verarbeitet irgendwie, dafür, dass sie nicht so wahnsinnig teuer sind. Und ich habe auch einen ganzen Satz mit vielen. Man kann auch einzelne natürlich kaufen. Es geht richtig gut. Mit dieser Form vor allem arbeite ich gern. Schön wäre es, wenn man jetzt noch eine Nummer kleiner hätte für so ganz bestimmte Ecken oder das Auge und so weiter, aber dann könnte man ja eigentlich alles schleifen. Und jetzt in den Ecken komme ich ja nicht wirklich rein, ja, das muss ich jetzt ein bisschen nacharbeiten. Und weil es dort eben sehr fein ist und mit einem wirklichen Schlag nicht immer so schön sauber aussieht, tue ich das auch wie so ein bisschen schnitzen dann oder kratzen, also nur mit dem feinen, ganz feinen Schrifteneisen. Das ist so ein 4 mm Eisen, hat vorne so einen Hartmetalleinsatz. Damit kann ich eben wundervoll nochmal die Ecken nachkratzen.
gerade im Bereich hier dieser Lider oben, komme ich dort wirklich in die Ecken rein, kann nochmal den Augapfel so ein bisschen das Endergebnis geben. Oder auch hier auf dem Grund, da hatte ich oben einen schwierigen Bereich. Wenn ich da haue, dann habe ich manchmal nicht so die Kontrolle über die Ecken der Eisen. Ja, auch wenn ich es vorne ein bisschen rund geschliffen habe, wird das manchmal ein bisschen unsauber. Und da habe ich nochmal zum Schluss ganz vorsichtig rüber gekratzt. Einfach nur, also man kann auch so ein bisschen schieben, ein bisschen schnitzen. Da muss man aber vorsichtig sein, vor allem in kleinen Ecken und so. Also wenn ganz wenig weg muss, geht das. Sonst würde ich es eher nicht machen. Sensible Bereiche kann man damit vorsichtig an- und nacharbeiten. Und dann wird natürlich gefeilt, ja, weil wenn ich jetzt den Schleifer eingesetzt habe, muss ich diese verwirbelten Schliffbilder ein bisschen rausbekommen und auch noch manche Spuren von den Eisen, wo ich eben gehauen habe, sieht man manchmal auch noch was. Und genau, das kann ich mit der Feile wunderschön wegarbeiten. Aufpassen sollte man natürlich mit dem Zahneisen und dem Spitzeisen. Deshalb nehme ich auch immer dann das Schlageisen, also ein gerades Bildhauereisen, und tue die Form schön damit nacharbeiten. Und da muss ich auch so 1-2 Millimeter schon vom Material wegnehmen, weil wenn ich das gezahnt lasse und dann über Feile oder über Schleife, laufe ich eben Gefahr, dass dort noch bestimmte Bereiche ein bisschen blind geschlagen sind durch diese scharfen Zahneisen, durch die Spitzen einfach, ja, dass der Schlag zu tief ins Material hineingeht, also so 1-2 Millimeter oder so, und dann noch Spuren hinterlässt. Das sieht man dann auch beim Ausarbeiten wirklich, dass man dann nochmal eine gewisse Materialstärke wegnehmen muss von diesen Zahneisenspuren. Aber das Zahneisen ist eine gute Weiterentwicklung des Spitzeisens und hilft also auch schön Material abzutragen und ist im Stein einfach der Standard und wird da eben sehr viel verwendet, um an die Formen heranzukommen. Ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug und auch für die ganze Formgebung, würde ich sagen, für so einen Bildhauer unverzichtbar. Ja, hier sieht man das, dass ich in den ganz feinen Bereichen, jetzt habe ich das so versucht mit einem spitzeren Fräser nochmal ein bisschen schneller rauszufräsen. Ich muss es aber so ganz vorsichtig nacharbeiten. Wenn ich aber randrücke, und auch mit dem Fräser gilt das natürlich, ich darf nicht gegenüberliegende Bereiche sozusagen wirklich berühren, sondern muss konsequent in das Material reinarbeiten. Und wenn ich dann mit dem kleinen Schrifteneisen nochmal so ein bisschen nachkratze, schnitze, da muss ich halt aufpassen, dass ich nirgendwo hebel, nirgendwo zu stark an die gegenüberliegende Seite randrücke, ja, dass ich das Oberlid zum Beispiel nicht verletze, indem ich da irgendwie so ein bisschen das Eisen hebele oder irgendwas falsch mache, ja. Da kann man natürlich dann auch Schaden anrichten. Ich kann nur ganz fein die Ecke ein bisschen schärfer machen. Also das ist der Sinn, ja, dass ich da ein bisschen die Ecke schärfer darstellen kann. So, jetzt habe ich das einmal mit Wasser schön abgewaschen, weil wenn das trocknet, sieht man sofort nochmal problematische Stellen, ja. Man wäscht sozusagen ein bisschen den Staub ab und dann erscheint das gleich ein bisschen glänziger. Aber manche Stellen, wo eben unsauber gearbeitet ist, die erscheinen dann sofort matt und ungenau. Und das sehe ich jetzt eben, und das werde ich mehrmals dann noch wässern und auf diese Weise noch so ein paar problematische Stellen ausmerzen. Manche bleiben auch für immer problematisch, wo man eben sehr schlecht reinkommt, zum Beispiel in der Ohrmuschel, ja, so rundliche Formen in der Tiefe, immer sehr kolossal schwierig, wirklich sauber zu bekommen. Da braucht man dann die richtigen gerundeten Eisen, womit man das schön nochmal ganz vorsichtig glätten kann. Auch der Schleifer hinterlässt da natürlich Spuren. Ja, ich verwende 180er Schleifpapier nach der Feile. Also die Feile ist schon auch sehr fein, vor allem wenn man ganz feine Schlüsselfeilen oder Diamantfeilen verwendet, kann man natürlich unfassbar fein feilen. Das ist schon sehr toll, auch die Feile. Also früher so Barockzeit oder Renaissance, da gab es ja die Feile auch schon. Da hat man natürlich viel gefeilt und ganz viel mit diesen Werkzeugen gearbeitet und das von daher hat natürlich die Feile oder auch die Raspel so einen guten Ruf bei den Bildhauern. Und damit kann man natürlich das meiste darstellen, auch wenn man das jetzt nicht
polieren möchte, kann man das natürlich auch gefeilt lassen. Ja, das sieht auch schon sehr, sehr gut aus, sehr plastisch und alles. Ich habe dann 180er genommen und das ist so mein erstes grobes Schleifpapier und in manchen groben Ecken auch 80er, weil es dann noch wesentlich schneller geht und man manche weichen Rundungen in dieser Hohlkehle zum Beispiel auch mit 80er Schleifpapier schon mal anschleifen kann. Da muss man eben aufpassen oder einmal einen Test machen, dass man keine Kratzer reinmacht. Ja, ich habe das durchgepauscht vom Gips und habe das dann nochmal nachgezeichnet, genau, also mit dem Bleistift, was ich da durchgepauscht habe, schön drüben am Schreibtisch, wie man jetzt hier sieht, so schwarz gemacht, nochmal kopiert, mir nochmal 1-2% größer kopiert, weil mein Rand hier am Marmor ist noch ein bisschen breiter, den habe ich noch ein bisschen breiter gelassen extra, dass die Schrift noch einen Ticken größer werden kann und habe das dann hinten mein Papier eben schön mit so einem weichen Bleistift, mit so einem 2B-Stift hinten schön voller Graphit geschmiert und dann so durchgedrückt. Also das funktioniert wunderbar hier am Stein. Da hat man mehr, also funktioniert besser wie im Holz, wesentlich besser. Kann man das da durchdrücken, man sieht mehr. Vor allem bei diesem Stein hier, weil das ja sehr dicht ist und natürlich auch hell. Dann sehe ich es nochmal besser. Und dann arbeite ich das eben ein mit meinem Schrifteneisen. Dann nehme ich jetzt nicht den Schriftenhammer, also das sind ja auch Schriftenhämmer, so werden sie ja auch genannt. Aber das mache ich von Hand, weil das geht sonst gegen die Ehre, beziehungsweise es ist auch so ein bisschen Feinarbeit. Also da muss ich wirklich sehr aufpassen. Ich mache hier die Fläche vertieft. Das heißt, ich beize links und rechts ein. Also diese Schriftbreite, ja, den Schenkel links und rechts tue ich eben einbeizen und hau dann in der Mitte die Fläche parallel zur Oberfläche in die Tiefe, ja. Das ist natürlich schwer darzustellen und insbesondere an den Ecken, also oben, wo der Querbalken des T ist oder der Querbalken des H, in den Eckbereichen, da darf ich natürlich nicht ins leere Material hineinschlagen, sondern muss immer von der Ecke dann in die Masse rein. Also ja, man darf die Ecke niemals dumm anhauen. Als erstes verfärbt sich das Material matt, dass man sozusagen blind geschlagen hat. Man hört es auch, dass das so einen komischen Klang gibt, wenn man falsch irgendwo ranhaut. Und wenn man es übertreibt, dann platzt es eben weg. Und das ist dann natürlich irreparabel. Da muss man natürlich sehr, sehr aufpassen. Genau, und hier mache ich das aber anders. Hier wird es klassisch als 3 oder 4 Flächenkerbe. Es sind ja 4 Flächen jetzt, die sich ergeben. Oben und unten eine Mini-Fläche und links und rechts die Seitenfläche. Also als V-förmige Kerbe ist jetzt hier diese Schrift eingehauen. Der Buchstaben, das sind so Majuskelbuchstaben. Und das symbolisiert eben jetzt die Jahreszahlen. Und das lässt sich natürlich mit diesem Eisen sehr schön hauen. Und in den feineren Eckbereichen, wenn ich nochmal ganz genau werden wollte, habe ich dann auch nochmal ein bisschen nachgeschnitzt. Ist natürlich verpönt, auch bei den Fachleuten. Wenn man es irgend möglich machen kann, sollte man natürlich nur hauen. Ja. Die Schrift ist natürlich auch schon sehr piepslich für einen Steinbereich. Die sollte eigentlich doppelt so groß sein, dass sie überhaupt auch gut wirkt oder lesbar ist. Und man sie auch noch um einiges tiefer machen kann. Hier kann ich nicht so wirklich richtig tief reinarbeiten und habe da natürlich wenig Schatten. Und das Ganze lässt sich auch ein bisschen schwierig arbeiten, wenn es nur so klein ist. Das merkt man ja beim Holz auch schon sehr schnell. Und mit der Feile lässt sich wirklich Marmor ganz gut bearbeiten. Die werden dann auch nicht stumpf. Die sind ja auch gehärtet. Also funktioniert richtig gut. Und dadurch, dass so ein bisschen das Pulver in der Feile hängen bleibt, ist es natürlich auch nochmal ein Effekt, dass die Feile eine Nummer feiner arbeitet. Ja. Das kennen ja auch so Leute aus dem Metallbereich früher, die Schlosserlehrlinge, haben Kreide in ihre Feile eingerieben, um zum Schluss nochmal so richtig schön die Oberfläche zu glätten.
Also diesen Effekt hat man hier eben auch und da kann man Schlüssel feilen und so ganz feine Metallbearbeitungs-Kabinett feilen oder so eine flache Feile benutzen. Gerade an Vollplastiken kann man natürlich auch die Rundung einsetzen, ja, oder spezielle Bildhauerfeilen. Also ich würde hier keine wirkliche Raspel nehmen, also eine Feile, ja, die einen wirklichen Feilenhieb hat, der eher fein ist, dass man die Oberfläche auch schön glätten kann. Genau, und jetzt wieder gewässert und so kleine problematische Bereiche nochmal ein bisschen in den Rundungen nachgekratzt und dann, ja, in den Rundungen schleifen ist immer sehr schwierig. Da habe ich das so zusammengerollt, das Papier, und dann vorne mit dem ja, aufgewickelten Sandpapier gearbeitet. Das ist aber spezielles Papier, was ich auch bei Bildhauer bestellt habe. Und zwar, das kann man auch ja, als Nassschleifpapier benutzen, also mit Wasser arbeiten. Und da habe ich dann mit 600er feinem Schleifpapier begonnen und dann nochmal das 1200er genommen. Also ja, vom Gefühl her des Schleifens merkt man natürlich noch ein bisschen Unterschiede. Das 1200er poliert natürlich richtig. Und dann kann man damit sehr schöne Oberflächenergebnisse erzielen. Mir haben auch Leute gesagt, also so Bildhauer oder eine Bildhauerin, dass sie dann bei 600er aufhört. Und das ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Das reicht an und für sich. 180er reicht eigentlich auch schon. Wenn man jetzt eine andere Oberfläche haben möchte, das mehr offen haben will, kann man das auch sehr plastisch mit einem gröberen Papier schleifen. So, nun habe ich noch so ein Pulver. Das ist im Grunde genommen eine Chemikalie. Ja, die tupft man so ein bisschen auf den Stein auf und nimmt dann so ein Tuch und reibt das nochmal ein und muss dann aber nochmal richtig streng rubbeln. Und da habe ich also vorne, das ist immer ein bisschen nass gemacht, dieses Tuch, nochmal was von dem Pulver aufgetupft im Tuch und dann richtig streng übergerieben. Dann fängt das wirklich an, so nochmal mehr zu glänzen, ja. Und viel mehr als mit Schleifpapier überhaupt geht. Und ja, wenn ich das halt eine Weile mache und habe ich dann 2-3 Mal gemacht, eben mit diesem Pulver immer schön nachgearbeitet. Das muss man dann aber abwaschen. Deshalb tue ich das jetzt hier einmal mit Wasser, wirklich mit Seife auch noch abwaschen, dass die Chemikalie nicht weiter mit dem Stein reagieren kann. Und dann kommt meine hölzerne Spannzange wieder ab und das Ganze ist dann nahezu fertig. Hat auch gut gehalten, ist so richtig abgeplatzt und jetzt sieht man hier, es ist gut gegangen, nichts abgeplatzt. Sehr zufrieden. Ich bin nun am Ende angelangt. Ich möchte noch mal ein paar abschließende Worte sagen. Die Schrift, die ist natürlich nicht immer ideal lesbar, insbesondere diese Buchstaben hier, die eben als Flächenkerben eingehauen sind, weil je nach Lichteinfall manchmal die besser herauskommen. Man hat zwar einen 3D-Effekt, ja, weil immer eine Kerbe eben dunkel ist, die andere hell und so wird diese Schrift so einen leichten 3D-Effekt sichtbar, aber daher der Stein ja sehr hell ist und eine hohe Reflexionsfähigkeit hat man hier eben wenige Schatten und man kann ja hier auch nicht so tief reingehen, weil das ja insgesamt auch eine kleine Buchstaben-Gesamthöhe hat. Es sind nun schon Majuskelbuchstaben und sehr strenge Buchstaben, also der Capitalis entnommen, der römischen Capitalis, auch das ist daraus entwickelt und ja, es müsste eigentlich größer sein, aber der Stein, der kann keinen größeren Durchmesser haben, weil er sonst an den Grabmal nicht mehr ranpasst. Und ja, so ist das dann eben. Hier soll ja das Gesicht rein, also hat man nur diesen kleinen Rand. Man müsste das jetzt mit Schriftfarbe ausmalen, dass ein wirklicher Fachmann Steinmetz das mit Schrift und Steinfarbe schön ausmalt. Also Gold oder sowas wäre passend. Zum Stein passt natürlich auch Grau, aber Grau sieht irgendwie sehr eigenartig aus, also würde man eher Gold nehmen. Aber das muss dann auch ein bisschen zum Umfeld oder zum Anlass passen. Also in der Wohnung würde ich mir jetzt nicht unbedingt einen vergoldeten Stein hinhängen oder teilvergoldeten. Da würde ich das so lassen. Ja. Also man guckt das ja eh meistens so aus einer Entfernung von 1-2 Metern an und da sehe ich alles wundervoll. Also von daher reicht es auch und insbesondere diese Schrift hier fand ich sehr ansprechend, also aus meiner Sicht, man kann das durchaus anders oder kritisch sehen, weil das ist eben als wirkliche Fläche eingearbeitet und dadurch hat man den Lichteinfall immer sehr gleichmäßig, der also den ganzen Grund ganz gleichmäßig ausleuchtet. Ja. Man kann das also mehr so frontal
anschauen und hat hier eben einen wirklichen Unterschied, dass das eben die lateinischen Buchstaben sind, die nicht jeder Hauptschüler wird lesen können, und das hier kann man eben sofort ganz klar und deutlich lesen, und somit hat man auch nochmal eine richtig schöne Differenz in der Arbeit, so ein Spiel, und das hier auch so ein kleines bisschen unterschiedlich gezogen, dass das in eine Kreisbewegung mit hineinmarschiert oder auch diese Abstände nicht immer genau gleich sind. Also hier ist sogar etwas mehr Platz wie hier, wobei man zum Teil fast den Eindruck hat, hier ist manchmal mehr Platz, also da wird man auch optisch ein bisschen fast schon getäuscht mit der ganzen Sache. Ja, sonst ist es natürlich spannend, so ein Relief irgendwie plastisch zu gestalten. Wir sind ja an einer Übergangsgrenze, würde ich sagen, von einem Flachrelief, weil das hier schon noch sehr platt ist. Wenn ich hier diesen Stahlmaßstab raufhalte, sieht man das plötzlich, dass das hier nahezu noch eine Fläche ist. Ja. Das hilft aber auch der ganzen Arbeit so richtig schön, eine Verbindung zu dem Rest, diesen gesamten Grabmal zu schaffen, weil das ja auch in der Fläche eben gestaltet ist und dort hineingelassen wird. Wenn ich es jetzt wirklich total plastisch mache, wirkt das aus meiner Sicht hier nicht mehr reliefartig. Also wir sind ja am Übergang zwischen Flach- und Halbrelief. Wenn es eine Dreiviertel-Ansicht wäre, müsste ich natürlich wesentlich mehr Material haben und richtig tief reinarbeiten, dass ich das überhaupt darstellen kann. Diese ganzen Perspektiven und Effekte und so weiter, dass das da überhaupt rauskommt. Aber hier hilft mir eben auch die Fläche, und das ein bisschen plastisch zu machen. Hier fängt es natürlich schon an, spannend zu werden, dass es in Richtung so Halbrelief geht, dass man wirklich diese Stufen schon spürt, die eben von der Plastik herrühren, dass das sehr tief sein wird, höher und das ganz hoch und so weiter. Da spürt man schon dieses Volumen hier so angekitzelt so ein bisschen. Und das Ganze hat auch hier nochmal ein Spiel, dass das hier die Hohlkehle sehr, sehr flach ist und hier sehr scharf steil reingeht. Natürlich habe ich hier so ein bisschen Regenschutz. Wenn Wasser reinläuft, kann das hier immer schön rauslaufen. Ist auch natürlich so gedacht. Hier haben wir nicht so eine wirkliche Hinterschneidung. Hier unten ist schon ein bisschen schärfer. Also, und auch hier wird aber das Wasser immer runterlaufen, weil das in eine ganz sanfte Rundung dort unten auch hat. Es sieht aus meiner Sicht sehr spannend aus. Man kann natürlich auch sagen, das ist zusammengequetscht, aber man hat ja da auch wirklich auf engstem Raum nicht so viel Bewegungsspielraum. Dieser Ohrring ist natürlich auch mit Absicht hier hingesetzt, dass er so ein bisschen den Blick fängt, so leicht rundballig ist und natürlich dann auch so ableiten soll in die Randbereiche und das Ganze auch so ein bisschen wie so ein kleiner Blickfang hier. Und man auch wirklich den Eindruck hat, das ist was Verschiedenes, weil ich den etwas stärker noch poliert habe und ich habe hier eben noch so ein bisschen Ohrläppchen sichtbar gemacht. Also kann man natürlich auch ein bisschen rumspielen und das Ganze spannend machen. Ist aber schwer zu arbeiten. Also man muss aufpassen, dass man es nicht wegbricht, weil das ja hier unterschnitten sein muss. Also darf man dann zum Schluss hier oben nicht mehr raufhauen, weil das sonst wegplatzen könnte. Genau, hier könnte man natürlich noch schöner und genauer arbeiten. Hier ist es schon aus meiner Sicht ein bisschen besser gelungen, dass ich da schön in die Tiefe reingekommen bin, dass man also merkt, dass der Kopf wirklich da hinten rein will. Hier hätte man jetzt noch zum Beispiel mehr Haare oder so darstellen können oder den hinteren Teil des Ohres und des Halses und so weiter da schön herausholen. Also kann man natürlich noch besser machen, aber das Ganze muss ja auch fertig werden, dass ich hier noch termingerecht zum 11.06. abliefern kann. Ja, ich würde mir es zu Hause auch hinhängen oder das ist was wirklich sehr Schönes und auch Überschaubares. Ja, man sieht ja, das ist nur 35 cm im Durchmesser, wie so eine große Pizza könnte man sagen und kann man auch noch tragen und alles vernünftig bewegen und so. Und auch die Materialkosten sind überschaubar. Also das ist eigentlich sehr schön, auch mal sowas zu üben, reinzukommen. Es ist schwierig zu glätten, dass man eben wirklich sofort jede kleine Ecke sieht und so. Wenn der Kopf komplett rund ist, kann man überall besser ran. Hier kommt man schon schlecht rein mit dem Sauberschleifen und so in den Ecken. Das ist ein bisschen lästig alles.
Wenn man sowas vorhat, ist natürlich die Endbearbeitung immer der schwierigste Schritt. Man muss wirklich konsequent mit dem Schlageisen alles schön glatt hauen, dann wirklich feilen, möglichst alle Spuren wegfeilen und dann eben ein bisschen gröberes Sandpapier nehmen, am besten mit Gewebe, 180er, 240er, alles wirklich sehr gewissenhaft durchschleifen und die Form halten. Das ist dann die Schwierigkeit natürlich. Das geht hier in dem Material schöner als wie im Holz, aber man muss halt wirklich diese ganzen Unebenheiten wegschleifen, wenn man das Ziel hat, es so ein bisschen zu polieren. Und dann kann man auch sehr tolle Ergebnisse erzielen mit noch feineren Schleifpapier, also mit 320, 500, 600, 1000, 1200 und so weiter. Da kann man also noch mehr rausholen, dass es am Ende wie Glas aussieht. Wenn man das möchte, kann man das ins Endlose treiben. Natürlich wird es dann immer schwer, so ganz feine, fitzelige Formen in ihrer Rundung und so weiter ganz exakt zu halten. Da sieht man dann sofort Unterschiede und man kann ja auch nicht mehr nacharbeiten hier in der Tiefe, weil ich dann wieder Unsauberkeiten hineinarbeite. Ja, okay, das soll es gewesen sein. Ich denke, eine ansprechende Arbeit und auch für Anfänger so im halbschweren, mittleren Bereich. Wenn jetzt jemand schon ein bisschen geschnitzt hat und jetzt mit Anatomie sich ranwagt, kann er natürlich hier wundervoll alles abmessen, ja, und sogar nach Bildern und so entsprechend die Silhouette einarbeiten. Ich habe das jetzt punktiert, weil ich natürlich mein Modell modelliert hatte und das war für mich jetzt sehr logisch und gut durchführbar. Wenn jemand das nach einer Schablone macht, kann er das natürlich ganz entspannt auch absetzen, den Hintergrund dann ausarbeiten und so weiter. Man muss natürlich immer schön aufpassen, dass man diese freistehenden Bereiche nicht irgendwie falsch anschlägt, sondern man muss halt immer konsequent in das dicke, feste Material hineinarbeiten. Dann kann man auch nichts wegplatzen. Sonst kann man ja hier dann gerade beim Ausarbeiten kreuz und quer arbeiten. Gut, das soll mal der Kommentar zum Schluss gewesen sein. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Like es gerne, mich freut es natürlich auch, dein Feedback hier zu sehen. Das sind natürlich Videos, die mir auch persönlich am Herzen liegen, was viel Arbeit gekostet hat, wo ich lang dran war, das Ganze auch zu verarbeiten und hier zu zeigen. Also es freut mich über jeden, der hier einen Daumen nach oben gibt, der es anguckt, der es teilt und wirklich weiterleitet. Das wäre mir auch eine Riesenfreude, weil ich natürlich hier, wie gesagt, viel dran gearbeitet habe und dann will man es ja auch gerne sozusagen in die Welt hinaus tragen.
Kannst mir gerne dabei mithelfen, wenn du es gut findest, dann poste das gerne auch auf deinen Social Media Kanälen oder leite es an Freunde und Bekannte, die vielleicht in der Richtung arbeiten oder auch an junge Menschen, die überlegen, vielleicht diesen Beruf mal zu ergreifen, dass wir noch ein paar mehr Schultern haben, die das Ganze auch mittragen, was wir vielleicht in Zukunft in dieser Kulturarbeit auch noch zu tun haben. Ja, in diesem Sinne danke ich dir fürs Zuschauen. Ich wünsche dir alles Gute für deine Arbeiten. Vielleicht hast du ein paar Anregungen mitgenommen, kannst es vielleicht auch übersetzen, sogar in deine eigene Arbeit. Also gerne auch anwenden, übertragen oder so. Dann kannst du da sicherlich was Schönes gestalten, auch für deine Familie, Freunde oder Bekannten. Und wenn du sagst, du hättest es gerne von mir, kontaktiere mich gern, dann kannst du das über die Webseite machen. Unter dem Video ist die verlinkt und dann mache ich für dich auch ein schönes Medaillon, wie auch immer, was du gerne haben möchtest, oder ein Wappen. Natürlich arbeite ich auch noch mit Holz. Jetzt geht es wieder mit Holz los. Jetzt habe ich auch verschiedene Reliefarbeiten mit Holz noch zu machen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut und ciao.